Es ist halb 9 Uhr und wir befinden uns in Hamburg an der Landungsbrücke Nummer 4. Der Halunderjet der FRS Helgoland, ein Katamaran, wartet schon und die Fahrgäste betreten das Schiff. Gleichzeitig wird das Gepäck der Fahrgäste mittels spezieller Körbe und eines kleinen Krans an Bord geladen. Das Rettungsequipment scheint nach erstem Augenschein in perfektem Zustand. Die beiden Aussichtsdecks sind noch genauso leer wie auch die Landungsbrücken. Es bleibt noch etwas Zeit, sich im Hafen umzusehen. Und während die Hafenfähre anlegt, heißt es bei uns Leinen los. Pünktlich um 9 Uhr geht es Richtung Hafen die Elbe entlang. Das Möwenkarussell läuft auch. Der Wasserstand läuft vom Höchstwert knapp 4 Meter auf Ebbe zu, hier 2,48 Meter. Das Docklandgebäude ist ein hervorragender kostenloser Aussichtspunkt. Knapp 140 Stufen führen auf 40 Meter nach oben und bieten einen tollen Ausblick auf Hafen und Kühlbrandbrücke. Dies sind die Feuertreppen des Gebäudes für den Notfall. Allerdings sollte man beim Runtergehen wirklich alle Sinne beisammen haben. Die Fähre bietet 680 Passagieren auf Zweidecks Platz. Die Sitze erinnern an Flugzeugsitze, sind sehr bequem und jeder Sitz verfügt über einen USB-Anschluss. Über die vielen Informationsbildschirme laufen immer wieder kleine Videos. Im Falle einer Notsituation oder wenn eine Evakuierung des Schiffs notwendig ist, ertönt ein akustisches Signal mit 7 kurzen Tönen von Metall lang. Der Bereich ist einer bestimmten Farbe zugeordnet, die Sie dem Evakuierungsplan entnehmen können. Die Farbe entspricht der Farbe Ihrer Evakuierungsstation, die Sie über die gleichfarbig markierten Wege erreichen. Pläne der Evakuierungswege hängen in der gesamten Fähre aus. Und Safety Cars befinden sich an jedem Sitzplatz. Rettungswege, Sammelpunkt und Einbootungsstationen sind mit entsprechenden Symbolen markiert. Wir danken für Ihre Aufmerksamkeit und wünschen Ihnen eine angenehme Fahrt. Läuft kein Video, wechselt die Anzeige zwischen einer Landkarte und einer Webcam der Aussichtsplattform. Die 3 rechteckigen Kästen oben auf sind für das hintere Leitwerk der A380. Nur so zum Größenvergleich.
Verehrte Fahrgäste, wir haben vor wenigen Minuten die Landesgrenze von Hamburg passiert. Es ist nun überlassen, im Innenbereich des Schiffes von einer FFP2-Maske auf eine medizinische Maske umzustellen. Die Fahrt durch die Elbe ist abwechslungsreich. Hier der Strand und später das Treppenviertel Blankenese. Auf der Elbe fahren wir mit wechselnden Geschwindigkeiten zwischen 35 und 56 Stundenkilometer. Wind gibt es hier wirklich genug. Und hier werden die Windkraftanlagen gebaut. Trotz der hohen Geschwindigkeit ist nicht die Schiffsbewegung das größte Problem, um die Kamera ruhig zu halten, sondern der Wind, der sich hinten am Außendeck fängt. Der dauernd schnell wechselnde, starke und böige Wind macht die Kameraarbeit zu einer wahren Herausforderung. COSCO Shipping Volga ist 300 Meter lang, 48 Meter breit und läuft unter der Flagge von Hongkong. Wurde 2017 in Dienst gestellt und transportiert bis zu 9420 Food-Container. Das Schiff ist über Antwerpen und Panama auf dem Weg nach Kolumbien. Die FDS bedeutet Det Verenigde Dampskibsselskap AS, Vereinigte Dampfschiffsgesellschaft AG, und betreibt Fährverbindungen auf Nord- und Ostsee. Inzwischen sind wir nach 2 Stunden und 20 Minuten in Cuxhaven angekommen. Hier steigen die meisten Passagiere zu. Es ist von dort deutlich billiger. Die Zugfahrt wäre eine halbe Stunde schneller. Team will take an order from your seat. You can find the food and beverage menus on the tables or in the seat pockets in front of you. In Cuxhaven gibt es an der Elbe schöne Aussichtspunkte auf die vorbeifahrenden Schiffe. Der 17 Millionen teure Halunderjet wurde von 250 Werftarbeitern gebaut. 60 Mitarbeiter von Austal Philippines und Australi und FRS haben am Bau mitgewirkt. Er war dann auf eigenem Kiel über 10.294 Seemeilen, also 19.065 Kilometer, nach Hamburg angereist und am 27. April 2018 getauft worden. Cuxhaven hat 57.000 Einwohner und hat den zweitgrößten Fischereihafen Deutschlands. Weiter Richtung Nordsee gibt es auch Sandstrände mit vielen bunten typischen Strandkörben. In der Ferne sieht man die Gezeiteninsel Neuwark mit dem neuen Radarturm. Und am Ende der Elbe steht das Wahrzeichen von Cuxhaven, die 29 Meter hohe Kugelbacke. Der Halunderjet erreicht jetzt auf offener See seine maximale Geschwindigkeit von 34,6 Knoten, also 65 Stundenkilometer. Durch den speziellen Rumpf und ein modernes Bewegungsdämpfungssystem werden die Schiffsbewegungen auf ein Minimum reduziert. Bei Höchstgeschwindigkeit auf offener See spürt man nur ein dauerndes leichtes Auf und Ab. Die leichte Airtime, bevor der Bug wieder etwas abtaucht, fühlt sich sehr angenehm an.
Hier ist auch schon Helgoland in Sicht. Nach weiteren 1,25 Stunden erreichen wir den Hafen von Helgoland. Helgoland lebt zum Großteil auf 2 verschiedenen Höhenebenen. Im Unterland auf Meereshöhe befinden sich hauptsächlich der Hafen, die bekannten kleinen bunten Häuschen, die inzwischen unter Denkmalschutz stehen, und viele Touristenunterkünfte. Eine Treppe mit 184 Stufen führt ins Oberland, das im Durchschnitt auf etwa 50 Meter Höhe liegt. Von hier hat man einen super Ausblick und erkennt, dass die einzige deutsche Hochseeinsel, soweit das Auge reicht, von Wasser umgeben ist. Da sollte Cuxhaven liegen. 224 Stufen. Moment, was ist das? Das ist die Düne, eine Nebeninsel. Da muss ich hin. Düne. Flughafen? Was ist denn das? Für 6 € ist man in etwas mehr als 5 Minuten auf der Düne. Kontrolliert wird nur auf dem Weg zur Düne. Zunächst war Helgoland nur eine einzige Insel. Doch in der Neujahrsnacht 1720 bis 1721 gab es eine große Flut und Teile zwischen der Haupt- und Nebeninsel wurden weggespült. So entstanden 2 Inseln. Mit etwas Glück kann man auf der Düne Seehunde beobachten. Allerdings sollte man auf eine Entfernung von mindestens 30 Meter achten. Das war der erste Teil meiner Helgoland-Reise. In Teil 2 geht es auf die Hauptinsel mit Langer Anna und Bastölpen und auch noch mit mehr Seehunden.